Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit unserem Trauzeugen. Er war gerade mit seiner Familie im Urlaub im wunderschönen Tirol. Und als wir uns so über die gute österreichische Küche unterhalten haben, habe ich Appetit auf einen richtig fluffigen Kaiserschmarrn bekommen. Also habe ich mich dann auf die Suche nach einem guten Rezept gemacht und bin dann auch auf das Rezept des altehrwürdigen Café Demel in Wien gestoßen. Ich habe mir dann schnell die Zutaten notiert und gleich losgelegt. Auf die Zubereitung habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so geachtet, weil ich dachte, kochen kann ich ja und was kann bei einem Pfannkuchen schon schief gehen? Tja, das Ergebnis war dann zwar ziemlich lecker, aber der Kaiserschmarrn war nicht so richtig fluffig, wie ich ihn mir vorgestellt hatte, sondern eher trocken und zäh wie Gummi. Nach einem zweiten Fehlversuch habe ich mir das Rezept dann mal etwas genauer angesehen und dabei festgestellt, dass es hier nicht nur auf die Menge der Zutaten, sondern vor allem auf die Zubereitung ankommt. Und deshalb zeige ich dir heute 5 typische Fehler, die ich gemacht habe und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst. Aber vorher noch schnell die Zutaten. Für 2 Portionen Kaiserschmarrn brauchst du 4 mittelgroße Eier, 120 Gramm Mehl, 200 Gramm Milch, 2 Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, eine Prise Salz, Butter zum Ausbacken und Puderzucker zum Karamellisieren. Im Originalrezept kommen jetzt noch Zitronenabrieb und Rumrosinen in den Kaiserschmarrn. Die genauen Mengenangaben findest du unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall muss man als erstes die Milch mit dem Mehl zu einem glatten und klümpchenfreien Teig verrühren. Dann die Eier trennen, die Eigelbe unter den Teig rühren und den Teig mindestens 10 bis 15 Minuten ruhen lassen. Bei meinen ersten Versuchen hatte ich diesen Schritt einfach übersprungen. Aber die Ruhezeit sorgt dafür, dass das Mehl quellen und die Flüssigkeit besser binden kann. Und das führt wiederum dazu, dass der Kaiserschmarrn deutlich lockerer wird. Mein zweiter Fehler war, den Eischnee immer viel zu fest zu machen. Es heißt zwar in vielen Rezepten, dass der Eischnee sehr steif sein soll, aber zu fester Eischnee lässt sich nur schwer unterheben und macht den Schmarrn auch trocken. Besser ist es, den Eischnee nur so zu etwa 3/4 steif zu schlagen, dann lässt er sich nämlich viel einfacher unterheben, ohne dass zu viel Luft entweicht. So ist das noch viel zu weich. So ist es auch noch nicht genug. Aber so ist es schon viel besser. Wenn die Spitze wie hier leicht gebogen ist, ist es perfekt. Von dem Eischnee erst einmal so ungefähr 1/4 unter den Teig rühren, um ihn aufzulockern und dann den Rest ganz behutsam und mit viel Liebe unterheben. Mein dritter Tipp ist, die Pfanne nicht zu heiß zu machen, damit der Teig nicht zu schnell dunkel wird. Ideal ist eine mittlere Hitze. Zum Backen des Kaiserschmarrns brauchst du ordentlich Butter und zwar mindestens einen Esslöffel pro Seite. Mein vierter Fehler war, dass ich den Teig immer in 2 bis 3 Portionen gebacken habe. Der Teig war dann natürlich viel zu dünn und dadurch auch schnell trocken. Saftiger und fluffiger wird der Kaiserschmarrn aber, wenn man den Teig so ungefähr fingerbreit, also so rund 2 cm hoch einfüllt. Und damit wären wir auch schon bei meinem 5. und letzten Fehler, und zwar darf man den Teig nicht zu lange backen. Wenn er so halbwegs gestockt ist, kannst du ihn schon grob in Stücke teilen und wenden. Und jetzt nochmal reichlich Butter für die zweite Seite dazu und fertig backen. Zum Schluss etwas Puderzucker draufstreuen und karamellisieren lassen. Am besten schmeckt mir der Kaiserschmarrn direkt nach dem Backen. Und wenn dir das noch nicht süß genug ist, dann hast du jetzt nochmal die Möglichkeit nachzusüßen. Ich mag meinen Kaiserschmarrn am liebsten mit einem Zwetschgen- oder Marillenröster und meine Familie lieber mit Apfelmus. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du das Rezept ausprobierst, dann schreib mir gerne mal, wie es dir gelungen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!